Crown Killer strikes again. Das ist der gleiche Text, den wir schon gesehen haben. The Crown Killer must be connected to all this, with the Duke and Delilah. Maybe it is Delilah. Haben wir hier noch was anderes auf der Seite irgendwie? Ja, was zu saufen. Kleine Emily hat viel Alkohol zu sich genommen. Corvo Autan, The Road Protector in Our Times, Part 1. Oh, ein Buch über Corvo. Nice. Cool. Futter. Letter vom Wyman. Wer auch immer Wyman ist. Oh, hallo. Emily. I didn't want to wake you this morning, but you'll forgive me since we must have said goodbye 100 times yesterday night. And the only chance I get to see you with your hair all whichever way is while you're asleep. As soon as the sun rises, you'll put on your empress face. It makes me happy that I know your real face, the one that laughs at our silly rhymes. I don't want to go back to Morley, but I need it there. It'll be 4 months before we see each other again. I'll miss you. And yes, I'll bring you some white leaf tobacco for your hookah, Lord Corvo. If you're reading this letter as Lord Corvo, if you're reading this letter as per your royal protective functions, not that I'm joking, perfectly aware that the white leaf tobacco is forbidden in Crystal. Take care, my daring Emily. Don't go falling from a rooftop. I love you. Wyman. Wyman! Wer auch immer er ist, aber Emily scheint eine... Will ich es Affäre nennen? Das ist zugleich süß und verstörend. Auf der einen Seite Corvo und die Ratten, so mit roten Augen und Death-Tönung. Und auf der anderen Seite diese bunten und fröhlichen Häuser. Das sieht aus wie so eine Mischung aus High Chaos und Low Chaos. High Chaos und Low Chaos klingt wie so eine ganz spezielle Diät. Corvo Autan, The Royal Protector in Our Times, Part 1. Jetzt sehe ich aber, dass ein Stück aufnaht und ich möchte den nicht mit einem Text haben, aber ich glaube, der ist weg. Nee, ist er nicht, aber egal. Jetzt muss ich gehen. Fuck! Was ist da los? Okay, Entschuldigung. His parents were older at the time of his birth, and his father died in a lumber accident outside the city when Corvo was still young. Around that time, his only sibling, a firstborn sister, moved away to Morley, and the family subsequently lost all contact with her. Corvo hat eine Schwester, cool. Only 16, Corvo dazzled the people of Karnaca when he entered and won the annual Blade Verbena. The spectators from all over Sarkonos were thrilled to see someone so young and striking, from a working-class family, advance through duel after duel, eventually taking the prize. This unexpected outcome secured Corvo a junior officer ranking in the Grand Sarkonan Guard. As a soldier, he was involved in a number of conflicts against organized criminal groups, rogue city-states with Sarkonos, and pirate bands along the chain of islands radiating east from Sarkonos. Sent from his homeland at the age of 18 by the Duke of Sarkonos, then Theodanis Abel, father of Luca Abel, oder Abel, keine Ahnung. Corvo was assigned to serve the Emperor in Dunwall as a diplomatic gift. His Sarkonan heritage made him a bit of an outsider in Dunwall, but the capital city must have seemed exotic and full of old-world mystery. A few months after he moved to Dunwall, it is recorded that Corvo received word that his mother had passed away several weeks after his departure from Karnaca. Endlich mal ein bisschen Corvo-Lore. Sehr schön. Sehr schön. Klospülung. Nice, das ist ein voll schönes Wasser. Ich finde schön, wie das hier so Emilys kleiner privater Heiligenspot ist, aber trotzdem war irgendwer hier und hat direkt neben dem Bett ein Klo installiert. Stell dir vor, Wyman wacht auf, nachdem er hier eine schöne Nacht hat und Emily sitzt da breitbeinig zurückgelehnt. Oh, oh ja, schöne Liebe. Oh, was ist hier denn? The reserves won't help against Delilah.
even if I had a way to carry it all out of here. Ist das der Wert? Das ist... eine Billion? 740 Milliarden? 260 Millionen? 280.018 Goldstücke wert. I bet. Ich glaube, so ist das richtig. Übrigens finde ich das sehr retarded, weil im Englischen haben sie ja Million, Billion, Trillion und die haben, in Deutschland haben sie Millionen, Milliarde, Billionen, Billiarde und das ist doch ziemlich bescheuert, oder? Oder habe ich da jetzt irgendwas falsch? Ich meine nicht. Hier ist noch einer. Guck mal. Reserven. Da darf ich nicht bei. Das sind nicht meine, die gehören dem Imperium und in dem Sinne jetzt Delilah und ihren... What the shit ist das? Ich meine, das sind die Pendleton-Brüder, ganz klar. Black Crab? Das kann ich nicht lesen. Whale Oil Fisch. Soll das ein Dingensfisch sein? Oder von diesen Bad Boy Fischis aus dem ersten Teil? Das sieht ganz schön scary aus. Das könnte fast ein Krokodil sein. Und warum sind diese Wale so scary? Nein, kein Scheiß, Alter. Das erste Mal im DLC da war, also hier sind voll die Psychos. Die Statue von Jasmine erinnert mich sehr an die Statuen von Delilah. Jasmine? Oder Emily? Vielleicht sogar Emily, deswegen steht die hier so weggestellt als Geschenk vielleicht, dass sie vielleicht gar nicht mal ausgestellt haben möchte, weil, you know, cringe. Futter. Na gut, gehen wir mal raus, ne? Wir wollen ja noch was erleben. Go to Donald Street. Ich bitte darum. A long day in Dunwall. Delilah and Duke Luca Abel. Ich nenne jetzt Abel, weil Abel scheiße klingt. Und geht nicht so gut raus. Delilah and Luke Duke. Delilah and Duke Luca Abel have taken the tower. Dunwall is no longer a safe place for you. Escape the city by meeting with a boat captain down at the docks. Ganz gut, hätte ich jetzt voll in Corvo gewählt. Wäre denn jetzt Emily eingefroren worden? Vermutlich, ne? Until I understand this, I have to go into hiding. Alright. I should make my way to the docks. Wenn jeder auf deinem Weg stirbt, gibt es keine Zeugen, die wissen, wo du bist. Old History Textbook. Chapter 12, The Whaling Trade. In 6031, Emperor Finlay Morgengard commissioned the first fleet of vessels made expressly for the hunting and processing of whales. They were powered by sails alone, and so were at the mercy of the winds. Although these whaling ships were small by current standards, Morgengard's fleet established the robust whaling trade we still enjoy today. Modern whaling vessels are much larger and use steam power to traverse the seas in search of whales. Did you know that every part of the beast is used? In addition to canned meat and whale oil, there's also a flourishing whalebone trade. Baleen is used in roofing. Whale skins are proceeded into crude cloth. Bladders are made into wine flasks. Even the intestines are carefully harvested for their precious ambergris, used in many medicines and perfumes. Handwritten note at the end of this chapter. Emily. Half of Morgengard's whales fell to the rough coast, east of Morley. You could still see the remains of ships poking out of the water, should you ever visit Aran. Also, there's no mention here that it was Sokolov himself who designed the first steam-powered whaling ships. Ich weiß! He'll tell you all about it if you ask. And he's solo. Nun, da Samuel tot ist, nämlich anders. What would my old governess say? Callista would probably tell me to sit up straight and to marry Wyman. She'd ask me when the War of the Four Crowns ended. 1625. Ich wollte gerade ein Bild der Pendleton-Brüder, guck an. Ich wollte es gerade ansprechen. Da Samuel tot ist, werden Sokolov will auch Piero auch tot sein. Callista war unsere... Ich habe das Wort vergessen, was ich gerade gesagt habe. Aber Callista war
kaiserliche Angestellte nach den Zeiten bei der Houndpitch Pub. Cast this morgen and the postulate child. Ich habe den Namen vergessen. Das war er, ne? Der Arsch. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, als mir dieses Bild ins Gesicht geklatscht ist. Hey, warum machen die das? Wow. Ich meine, es war schon immer so gemacht, aber das hat mich jetzt doch ein bisschen verjagt. Hier war irgendwer und hat das mitgenommen. Das scheint das Bild nicht so wichtig gewesen zu sein. Gleich aus? No. Ach, ein Buch. 2 Bücher. The Tower of Dunwall. Except on a historical examination of Dunwall Tower. For over a century, Dunwall Tower has been the capital of the Isle of Crystal, and a seat of power across all the isles of the Empire. Rulers have come and gone, each adding something to the structure. Gardens, observatories, new walls, pools, and specialized interior chambers to suit their needs and whims. Dunwall Tower has withstood numerous wars, several large-scale fires, and the collapse and rebuilding of the northern wing. With Tivia and Sarkonos joining the Empire first, it was Morley that resisted longest. Some of the conflicts that arise also necessitate the further fortification of the tower. Repeated assassination attempts near the end of the conflict with Morley resulted in the creation of the Royal Protector position, with each ruler choosing his or her own Royal Protector after careful consideration. Ich will wissen, wie das Auswahlverfahren mit Corvo war. Ob das... Wann es zu der Beziehung, oder der inoffiziellen Beziehung, denke ich mal, zwischen Jasmine und Corvo kam. Empress Jasmine Caldwin, excerpt from a book on the late Empress. Perhaps in retrospect, other historians will see how easy it was for us to fall into the traps set by the schemers who managed the assassination of Empress Jasmine Caldwin. By allowing them to provide history, it was for years thought that her trusted protector, Corvo Atana, was also her murderer. Ja, hat es gedauert. Krass. A concept we now know to be utterly false. And even after the tricksters themselves were put down, banished or imprisoned, it remained common knowledge that the Royal Protector was also Jasmine's murderer. Nice. How nicely they arranged history for us, and how readily we devoured the stories, hungry for each perfectly cooked morsel. But it is well past time for us to set aside this plate of lies. The schemers were not to be trusted with the Empire, or with Jasmine's life, and they are certainly not to be trusted with writing down of accurate histories. Ja, es ist ja richtig, der Mann. Oder die Frau, meinetwegen. Münzen, nice. Ist das ein Bolzen? Nein, das ist ein Pinsel. Ein Klo. Die Klos haben sie nicht verändert in den letzten 15 Jahren, das ist sehr gut. Mein Gott, ist das hell. Dunwall. Gotta get out of Dunwall. Out of Dunwall. Ich wollte gerade fragen, ob wir in Dunwall Bereiche sehen werden, die wir wiedererkennen als solches. Aber so wie es jetzt klingt, bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir viel in Dunwall unterwegs sind. I should talk to the captain of that ship. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich kein Dingens habe, keine Powers. Das muss ich mir erstmal dran gewöhnen. Ich dachte, da wird wieder ein Wal gegattet, aber nein. Wir haben keinen krassen Fallsprung-Jump-Modus. Nichtsdestotrotz hatte ich so ein bisschen die Augen offen, ob wir... Oh Gott, das war close. Ob hier irgendwo ein bisschen was rumliegt. Somehow Delilah turned my father to stone. I will find a way to undo it. Das fände ich besser, ja, muss ich sagen. Sieht voll edel aus, muss der Palast sein. Ich wollte gerade sagen, es ist viel sauberer als zu Zeiten der Plague, aber das wäre auch schade, wenn nicht. So, hier geht's runter. So. Okay. Huh. Let's have a look. Wer denn? Wo denn? Warum denn?
Okay. Komm mal ruhig näher. Dann steche ich dich ab. Ich habe beim Besten gelernt. Oh, wieso denn erst runtergehalten, dass man dann durch... Ah, Emily, sie ist böse. Nein, nicht Karen. Sie ist böse. Das gefällt mir sehr gut. Ungefähr so wie er gerade lag ich auf dem Stuhl beim Hals, Nasen, Ohren, nachdem ich das Bewusstsein verloren hatte. Das war witzig. Plötzlich lag ich auf dem Boden und dachte mir so, hä? Wo bin ich jetzt? Da könnte ich irgendwann mal ein bisschen von erzählen, aber jetzt nicht. Vielleicht später, wenn ich so ein bisschen aus der Feuerzone raus bin. Listen up, I have bad news. Ramsey's dead. Corporal Moore checked the royal quarters and Emily Coldwin has apparently fled the scene. We've got to find her. That's it, you've got your orders. Spread out and find the fugitive. We're in this with the Duke of Circano, sink or swim. There's no way to turn back now. Ich glaube auch. Sieht ein bisschen tief aus. Okay, nice. Ja, okay, sprich halt. Still wants me one. But then if I eat it, no, if he eats it, then... Oh, sweet blood. Ich habe gerade, glaube ich, Tutorial Play gelesen. Travelog, New Year. Mission Clues, Mission Items. Don't chance, Lore and Maps. Lore. Ach, ach cool. Wie die das, geordnet haben. I like. Travelog. Ja. Former Empress Emily Coldwin. Kann ich irgendwo Resume Save Game? Ich save mal gerade, wo ich hier schon bin. So. Ich habe ganz vergessen, dass man das musste. Start Options Tutorials. There we go. Play your way. Da haben wir's. Detection isn't the end, even after you are spotted by enemies. Various options are available to you. Kill all the enemies in combat, defeat the enemies non-lethally, escape and stay out of sight until the enemies give up, searching for those powers, gadgets and trickery to creatively overcome the situation. Da steht aber nichts bei von wegen, die Welt verändert sich. Je nachdem. Accused of high crimes against the state. Anyone caught harboring her is equally guilty of treason. Moin! Wer bist du? Warum Alter, wie dir das Schwert aus dem Kopf gebrochen hat. Was? Okay, wow. Die das Schwert aus dem Kopf gebrochen hat, das war zärtlich. Oh. Okay, okay. Der sieht fertig aus. Become a hairdresser. Friseur? Seine Mama hat ihm geraten, Friseur zu werden. Hab ich das richtig gehört? Geil. I like. He's gonna die, yeah. Please, not today. War das der Zug, der das Piepen gemacht hat? Oder irgendwie... Ah. Oder... Das war die falsche, okay.
Entschuldigung. Ich wollte sprinten, aber war zu sehr auf andere Games gepolt. Das ist hier nichts, ja, habe ich schon gelesen. Captain Ramsey's Orders, habe ich noch nicht. All City Watch personnel assigned to posts in the immediate vicinity around Dunwall Tower. On the anniversary tomorrow, we'll be receiving guests from across the Empire. Most are detailed in your itineraries. But there's an unlisted contingent from Karnaca. It's last minute, but important. None other than the Duke of Sarkonos will be traveling with an entourage that includes VIP guests and some rather exotic equipment, aimed at impressing our Empress and at impressing our Empress. Let them pass, and don't bother harassing them with the usual inspection nonsense. On my orders, and if you spot a surprise, I'll have your head. Disseminate this note to all squads. Captain Mortimer Ramsey, First Officer, Night Watch. Okay, hier ist sonst nichts. Sonst ist hier niemand. Das ist ein Schrei oder ein Pfiff? Ah, der ist tot. Ich dachte gerade, dem fehlt der Oberkörper oder er kotzt. Aber der hängt da drüber. Das ist ein Toter. Alright. Okay, der geht weg. Hier ist noch ein Heal. Hier ist ein Dead. Ich könnte auch einfach nach Situation spielen. Jetzt hier gerade sind noch Verräter drin, die wegzustechen, ist halt absolut legitim. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwo unterwegs bin, wo einfach nur mehr oder weniger Fremde rumlaufen, die mir ins Leder wollten oder irgendwelche, weiß ich nicht. Attention Dunwall citizens. Attention Dunwall citizens. As of today, Delilah Caldwin is our new empress. All hail Delilah, first of her name. Further, the former empress, Emily Caldwin, is now wanted for treason. Any of you found harboring Emily Caldwin will be fined and arrested. People of Dunwall, stay in your homes. You're advised to stay indoors during this time of unrest.